Das hier, nee, passt irgendwie nicht. Aber das hier, nee, doch eher auch nicht. Aber das könnte doch passen, oder? Nee, irgendwie auch nicht. Das hier vielleicht? Nee. Und das hier? Auch überhaupt nicht. Mist. Oh, hallo. Ich bin ja schon online. Dann zunächst erstmal an alle da draußen herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal bei Kuvenau. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Ist es euch auch schon mal so ergangen, dass ihr draußen in der Natur irgendwo ein Pflastermuster gesehen habt, das euch so gefallen hat, dass ihr es gerne im Modell nachbauen möchtet? Oder ihr habt für euren Platz, euren Bahnsteig, euren Gehweg oder sonst irgendwas, habt ihr ein ganz bestimmtes Pflastermuster im Kopf, wie ihr euren Platz gestalten möchtet und könnt dies aber bei keinem Zubehörhersteller finden. Beziehungsweise ihr könnt kein vergleichbares Pflastermuster bei irgendeinem Zubehörhersteller im Programm finden. Wenn euch das auch schon mal so ergangen ist, dann willkommen im Club. Mir ist es genauso ergangen. Wie ja der ein oder andere weiß, entstammt ja mein Bahnhof auf meiner Winteranlagenerweiterung keinem Vorbild. Der ist reine Fantasie. Aber die Gebäude für den Bahnhof, die sind eben dem Bahnhof Ilfelde nachempfunden, beziehungsweise sind eigentlich die Gebäude vom Bahnhof Ilfelde. Daher war ich letzten Sommer in Ilfelde mal vor Ort und habe mir einfach mal angeguckt, wie es dort im Original so aussieht. Und da hat mir einfach die Art und Weise, wie dort die Bahnsteige gepflastert sind, ich blende euch mal noch parallel ein paar Bilder ein, hat mir das einfach so gefallen, dass ich diese gerne im Modell nachbauen wollte. Das einzige Problem, ich konnte einfach bei keinem Zubehörsteller irgendetwas Vergleichbares finden, das so ähnlich oder am besten genauso aussieht wie der Bahnsteig in Ilfelde. Jetzt bleibt mir nur noch eines übrig, das Ganze selbst herzustellen. Und wie einfach es ist, sich sein eigenes Pflastermuster zu erstellen, das zeige ich euch in diesem Video. Also klickt jetzt noch schnell auf Abonnieren und los geht's! Zum Zeichnen des Straßenpflasters benötigen wir ein 3D-Programm. Hier habe ich mich jetzt für die kostenlose oder für das Open Source 3D-Programm FreeCAD entschieden. Wie der Name schon sagt, es ist Open Source und damit zum einen kostenlos und zum anderen, dafür, dass es kostenlos ist, ist es wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und man kann da wirklich ganz, ganz tolle Sachen mitmachen. Wir schöpfen das Leistungsspektrum von dem Programm mit unserem Pflaster überhaupt nicht aus. Doch bevor wir überhaupt erstmal was zeichnen können, brauchen wir jetzt natürlich erstmal die Abmessungen von unseren Pflastersteinen. Am optimalsten ist es natürlich, wenn ihr das Pflaster fotografiert, dass ihr irgendeinen Referenzgegenstand in das Foto mit reinlegt, anhand dessen ihr später dann die Maße rekonstruieren könnt. Weil, ja, ich gebe es ja selbst zu, der wenigste hat immer einen Meter einstecken, ne? Wenn ich das natürlich alles überhaupt nicht habe, dann hilft natürlich auch immer noch das Internet weiter. Ja, da kann man dann einfach mal bei Google zum Beispiel Betonpflaster eingeben und dann kriegt man ja schon ganz viele Pflastervarianten angezeigt. Da kann man auch dann mal auf Bilder gehen und da seht ihr auch, da kriege ich dann ganz viele verschiedene Pflastersorten angezeigt und in der Regel stehen dann da auch immer die Maße dabei. Wenn das halt nicht ist, dann müssen wir uns halt irgendwas überlegen, müssen wir halt irgendwas improvisieren, wenn wir halt gar nichts haben, ne? Aber in meinem Fall zum Beispiel war das ganz einfach, denn ich habe zum Beispiel hier diese normalen Pflastersteine gehabt, ja, diese Quaderpflastersteine nenne ich sie jetzt einfach mal. Und da sieht man schon, ja, die haben eine Abmessung von 20 mal 10 cm und sind 8 cm hoch. Gut, die 8 cm interessieren mich jetzt relativ wenig, aber die 20 mal 10 cm. Damit kann ich dann arbeiten und jetzt muss ich halt einfach diese Maße in meinen Modellmaßstab umrechnen. Das geht eigentlich ganz einfach, indem ich einfach das Originalmaß nehme. Ich habe es gleich in Millimeter umgerechnet, teile dieses durch den Maßstab. Und dann kriege ich hier mein Maß raus, mein Modellmaß. Im Modell ist mein Stein 2,3 mal 1,15 mm groß. Und hier kann ich euch auch gleich noch einen Tipp geben. Egal was für ein Pflaster ihr nehmt, sobald ihr mit dem Pflastermaß
unter 0,8 kommt, könnt ihr es eigentlich vergessen. Ja? Also die Untergrenze von der Pflastergröße ist eigentlich 0,8. Jetzt gehe ich einfach mal her und mache das Ganze für n und teile das durch 1 zu 160. Dann seht ihr, dann sind wir hier bei 0,63, schon sehr, sehr klein und das wird schon kritisch. Und warum ist das Ganze so? Das zeige ich euch jetzt auch noch. Und auch dafür habe ich mal wieder was vorbereitet, und zwar diese Grafik hier. Wir verwenden zum Fräsen später dieses Pflasters einen Frässtichel, ja, einen Gravierstichel. Der hat einen Winkel von 30 Grad. Also dieser Winkel hier, das ist der 30 Grad Winkel von dem Frässtichel. Und dieser Frässtichel taucht ja dann in unsere Kunststoffplatte ein. Ja, der taucht ja da ein und macht dann eine Nut rein. Ja, der fräst ja dann da diese Nut rein oder graviert ja da unser Pflastermuster rein. Und hier seht ihr halt auch schon, je tiefer dieser Stichel dann in unsere Kunststoffplatte hier eintaucht, desto breiter wird natürlich auch meine Fuge. Ja, ihr seht ja zum Beispiel bei 0,1 mm haben wir eine 0,1 mm breite Nut, wobei ich euch auch gleich sagen kann, naja, nur 0,1 mm tief eintauchen ist schon sehr, sehr kritisch. Das funktioniert nicht wirklich. Ja, also da würde ich euch gleich empfehlen, lasst diese 0,1 mm, die könnt ihr eigentlich gleich lassen. Normalerweise, also die besten Ergebnisse erzielt man eigentlich, wenn wir uns im Bereich von 0,2 bis 0,15 mm bewegen, in der Eintauchtiefe. Und hier haben wir dann halt schon Breiten von 0,13 bis 0,16 mm Fugenbreite. Und diese Fugenbreite, die jetzt hier steht, das ist die errechnete theoretische Fugenbreite. Aus Erfahrung kann ich euch da nur sagen, die Fugen sind immer ein bisschen breiter, weil zum einen ganz 100% genau ist unser Frässtichel nicht und auch in unserer Fräse ist eine Toleranz drin und so weiter. Wir haben immer noch Hobbymaschinen und da sind immer Toleranzen drin. Von daher rechnet bei 0,2 könnt ihr locker mit so 0,25 mm Fugenbreite rechnen und bei 0,15 Eintauchtiefe könnt ihr locker mit so 0,18 bis 0,2 mm rechnen. Und hier seht ihr jetzt schon, wenn ich jetzt eine Fuge habe, ja, die schon 0,2 mm breit ist und mein Stein dann kleiner wie 0,8 ist, dann passt irgendwann, sage ich mal, das Verhältnis Fuge zu Pflasterstein. Das passt dann irgendwann nicht mehr. Ja, dann ist meine Nut bald genauso breit wie das Pflasterstein und das sieht dann einfach blöd aus. Deshalb kann ich euch einfach nur den Tipp geben, alles was kleiner wie 0,8 ist, braucht ihr eigentlich gar nicht mehr zu probieren. Das ist eigentlich schon zu klein. In diesem Fall müsst ihr dann halt einfach improvisieren und sagen, okay, eigentlich wäre für den Maßstab mein Stein die Größe, aber ich darf ja nicht kleiner wie 0,8 werden. Dann gehen wir hier mal auf 125, das habe ich schon ausprobiert, ja, 1 zu 125 ist dann genau 0,8 und dann machen wir das auch hier. Dann wäre halt mein Stein in dem Fall 1,6 mal 0,8 groß. Ist dann zwar ein kleines bisschen zu groß, sieht aber am Ende doch besser aus. Wenn wir die Maße jetzt haben, gehen wir wieder hier in FreeCAD. Und wenn ihr FreeCAD frisch startet, seid ihr in der Regel in der Stadt-Workbench, im Stadtarbeitsbereich. Damit wir jetzt unseren Stein zeichnen können, gehen wir hier in die in das Part Design und sagen, wir wollen ein neues Part erstellen, indem wir hier auf Neu klicken. Dann öffnet sich diese Oberfläche und hier klicken wir dann auf Skizze erstellen. Die Skizze erstellen wir in diesem Fall auf der XY-Plane, auf der XY-Fläche. Wir könnten die natürlich auch auf jeder anderen erstellen, aber für den Fall ist die XY-Plane eben die beste. Die klicken wir an und klicken dann hier auf OK. Jetzt seht ihr auch, hier oben hat sich der Arbeitsbereich in Sketcher geändert. Und hier gehen wir jetzt einfach her und erstellen ein neues Rechteck. Ja, in dem Fall ist es halt alles relativ einfach. Das ziehen wir einfach mal so auf und anschließend gehen wir her und tun das Ganze bemaßen, indem wir einmal hier draufklicken in
horizontalen Abstand festlegen. Dann klicken wir diese Linie hier an. Dann öffnet sich dieses Fenster und da geben wir jetzt die 2,3 mm ein. Und jetzt seht ihr, nein, das geht schon ganz schön zusammen. Ne? So, dann wechseln wir in den vertikalen Abstand festlegen und sagen 1,15 mm. So. Und jetzt haben wir hier unseren Stein. Ich drücke mal kurz auf Escape, dass die Auswahl weggeht. Und jetzt können wir das noch ein bisschen schön ziehen, damit wir das auch später noch lesen können, oder dass wir das jetzt besser lesen können oder dass ihr das besser sehen könnt. So. Und jetzt haben wir quasi unseren Stein, unsere Skizze von dem Stein erstellt. Und das Grüne bedeutet jetzt, dass unsere Skizze vollständig bestimmt ist. Also ich habe hier keine Freiheitsgrade mehr drin. Ja, und das ist auch immer wichtig, wenn ihr eine Skizze erstellt, dass die immer vollständig bestimmt ist, dass keine Freiheitsgrade mehr drin sind. Wenn ihr genauer wissen wollt, was es mit den Freiheitsgraden auf sich hat, schaut einfach mal unter YouTube, da gibt es so viele Videos über FreeCAD, da wird das alles wunderbar drin erklärt. Also wenn ihr da mehr drüber wissen wollt. So, jedenfalls in dem Fall sind wir jetzt fertig. Dann gehe ich hier auf Schließen und dann sieht das hier Ganze hier so aus. Und jetzt gehen wir hier einfach auf diese Schaltfläche. Also ihr seht, der ist jetzt wieder vom Sketcher in den Part Design gewechselt. Ja. Und jetzt gehen wir hier einfach her und sagen, wir möchten das Ganze aufpolstern. Da klicken wir einmal drauf und dann weiß er schon, was ich für ein Teil eigentlich habe, weil ich habe halt nur diese eine Skizze jetzt. Ja. Dann weiß er das schon und macht quasi, ich tue mal kurz, Sekunde. Ja. Ich stelle mal das Ganze einfach so hin, dann seht ihr, jetzt hat er das Ganze hier schon so aufgepolstert und er sagt eine Länge von 10 mm. Das ist so Standardeinstellung jetzt bei FreeCAD. Aber die 10 mm sind natürlich jetzt viel zu viel für unseren Fall. Ich sage da jetzt 0,5 mm. Das reicht mir voll und ganz für meine Pflaster zu erstellen. Wenn ich das eingegeben habe, die 0,5 mm, dann gehe ich hier oben auf OK. Und dann seht ihr, hat er hier jetzt im Modell auch meinen Body, noch steht unbekannt drin, weil er ja noch nicht weiß, dass das unser Pflasterstein ist. Ja? Und dann haben wir hier quasi unseren Pflasterstein schon erstellt. Mehr brauchen wir da eigentlich gar nicht. Natürlich hat er hier in der Realität noch kleine Kanten oder hier eine kleine Fasung oben drin. Aber das ist so minimal und so gering, das fällt im Modell gar nicht auf. Ja, also wenn ich das umrechnen würde ins Modell, dann wären wir da bei 0,00 irgendwas. Ja. So fein kann es unsere Fräse gar nicht herstellen und das sieht dann auch keiner mehr. Deshalb brauchen wir das Ganze überhaupt nicht zu machen. In unserem Fall reicht einfach dieses Teil. Und jetzt speichern wir das Ganze einfach mal ab, das Teil. Ich habe hier schon einen Ordner angelegt, Tutorial, und da geben wir jetzt einfach ein Quaderpflaster, zum Beispiel Quaderpflaster. Speichern. Und jetzt haben wir zumindest mal unseren Quaderpflaster erstellt. Und damit können wir jetzt eigentlich schon einen Großteil unseres Gehweges oder unseres Platzes erstellen. Dazu wechseln wir jetzt in die A2 Plus Workbench aber in den A2 Plus Arbeitsbereich und sagen neu. Wenn wir im A2 Plus Arbeitsbereich sind, müssen wir jetzt dieses, nachdem wir das erstellt haben, als erstes speichern. Weil wenn ich jetzt hier einen Teil aus einer externen Datei einfügen will, seht ihr, dann will er erst gespeichert haben. In dem Fall machen wir es jetzt halt einfach so. Dann nennen wir das Ganze doch mal Gehweg 1. Speichern. So, jetzt seht ihr, hier habe ich meinen Gehweg 1. Und jetzt kann ich einfach hergehen und kann sagen, über diese Schaltfläche hier, ich möchte meinen Quaderpflaster hier einfügen. Zack. Jetzt habe ich genau mein Quaderpflaster habe ich jetzt genau hier einmal drin in diesem Teil. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich wieder, irgendwo war, glaube ich, hier,
Duplikat erstellen. Jetzt kann ich das Teil markieren und kann das wieder duplizieren und setze das ein zweites Mal hier rein. So. Und mit den zwei Teilen können wir jetzt schon richtig viel machen. So, und jetzt müssen wir die zwei Teile erstmal miteinander in eine Beziehung bzw. in eine Abhängigkeit versetzen. Ja? Weil natürlich könnte ich jetzt hergehen, könnte hier das Teil mit Verschieben versuchen irgendwie hier dran zu bringen an meinen Stein, aber das ist alles viel zu aufwendig. Ja, das macht kein Mensch. So, da gibt es viel effektivere Methoden. Als erstes lege ich mir das Ganze mal hier so. Dieses Drehen hier, diese Dreherei hier, kann ich übrigens machen, indem ich auf der Tastatur die Shift-Taste drücke, gedrückt halte, parallel die rechte Maustaste drücke. Ja, damit kann ich das Ganze drehen. Und jetzt gehen wir her, drücken die Steuerungstaste und halten diese gedrückt und markieren als erstes mal diese Fläche und diese Fläche. Ja, zum Fläche markieren brauchen wir die linke Maustaste. Und jetzt seht ihr, hier oben sind schon ein paar Felder aktiviert. Jetzt klicken wir einfach nur noch hier auf diese Schaltfläche Add Plane Constant bla bla bla. Da drücken wir einfach mal drauf. Dann öffnet sich dieses Fenster und da sagen wir einfach Accept. Und wenn wir jetzt schauen, wenn wir uns das jetzt angucken, dann sehen wir, die sind 1:1 von der Höhe 1:1 identisch. Als nächstes wollen wir die zwei aneinander haben. Dann klicken wir das hier an, drehen unsere Ansicht, drücken wieder die Steuerungstaste und drücken diese Fläche. Jetzt seht ihr, sind beide Flächen markiert. Und hier oben ist wieder unsere Add Plane Constraint, also ist diese Fläche da oben wieder aktiv. Ne? Dann drücken wir hier wieder drauf und jetzt sehen wir, pop, sind beide Steine aneinander gesprungen. Und das sagen wir auch wieder Accept. Schon sind die zwei Steine aneinander, da brauchen wir gar keine Maße und so weiter. Ne? Und jetzt möchte ich ja das Ganze immer im 50% Versatz haben. Daher klicke ich diese Fläche hier an und klicke diese Fläche hier an. Klicke wieder hier drauf und jetzt sind sie erstmal parallel. Und dann sage ich hier, mein Offset, der soll 1,15 mm werden. Und jetzt seht ihr, ist quasi der Stein um 50% nach innen gewandert. Und dann sage ich Accept. Und jetzt sind beide Steine hier miteinander verheiratet, sozusagen könnte man sagen. Ne? Ihr seht jetzt auch, die haben hier nämlich diese Abhängigkeit mit drin. Jetzt könnte ich natürlich hergehen, könnte dieses Szenario jetzt 10, 20, 30 Mal machen, dass ich zumindest mal so einen schmalen Streifen hier hätte. Und das Ganze müsste ich dann noch nach oben machen. Wäre jetzt sehr, sehr mühselig und sehr, sehr ineffizient. Das geht natürlich wesentlich einfacher und besser. Dazu wechseln wir jetzt von der A2 Plus Workbench in die Draft Workbench. Und ihr seht, da haben wir jetzt wieder neue Funktionen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch hergehen, brauchen uns diesen Stein zu schnappen, den zu markieren und dann drücken wir hier auf Anordnungswerkzeug. Da drücken wir drauf und dann öffnet sich hier ein großes Menü. Und hier können wir jetzt auswählen, wie oft er die Elemente dupliziert darstellen soll. Ja? Heißt also, ich möchte in der X-Achse möchte ich jetzt zum Beispiel mal 20 Steine haben. In der Y-Achse, das ist die Hochachse hier, da möchte ich jetzt halt 5 rein haben. Der X-Intervall, also die Abstände zwischen den Einzelnen, das seht ihr jetzt gleich, gehen wir auf 2,3 mm, weil unser Stein ja 2,3 mm breit ist. Und auch in der Y-Achse gehen wir in die 2,3, weil wir ja immer eine Reihe überspringen möchten. So. Und wenn wir das alles eingegeben haben, dann drücken wir auf OK. Und ihr seht, voilà, ratzfatz, ganz schnell, ohne großen Aufwand, hat er uns jetzt hier die Steine hingezaubert. Ja. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal mit dem Stein hier. Das sage ich jetzt allerdings nur 19. Hier sage ich 4 rein, weil ich will hier innen drin aufhören. Ich will gar nicht weiter. Auch hier sage ich wieder 2,3 und hier sage ich wieder meine 2,3. So.
Jetzt gebe ich alles ein und mache zack. Und schon Und so schnell haben wir ein eigentlich fertiges Stück Gehweg. Hier gibt's Mit dem noch ein Maßwerkzeug also können wir können jetzt zum auch Beispiel noch den prüfen, Punkt hier auswählen. wie breit unser Den Gehweg auswählen, dann sehe ich, eigentlich nein, das ist, wenn wir es nicht 10,16 ausrechnen wollen. Millimeter Wir können auch ungefähr. einfach die Maße, die Steinmaße Eher nehmen und ein können es bisschen ausrechnen. größer. Also dann wäre mein Gehweg jetzt 10,16 Millimeter breit. Ist vielleicht ein bisschen schmal, ja. Aber auch das ist kein Problem, weil ich kann diese Arrays hier jederzeit auch ändern. Ja. Ich kann jetzt jederzeit sagen, okay, ich will hier noch 1 oder 2 Reihen mehr haben. Dann gehe ich einfach hier rein, klicke dieses Array an und dann schaue ich hier unten und dann sehe ich hier Number X, Number Y. Und dann gehe ich einfach her und sage zum Beispiel, ja, ich will aber 5 Reihen haben. Und dann zaubert er mir hier oben eine Reihe dazu. Gleiches kann ich jetzt auch hier sagen, okay, dann machen wir halt hier 6 Reihen draus. Und schon haben wir einen breiteren Gehweg. Gleiche geht natürlich auch in der Länge und so weiter. Aber wir wollen das ganze Teil ja jetzt mal fräsen und nicht da 20 Kilometer Gehweg zeichnen. Ne? Um das Ganze jetzt fräsen zu können, müssen wir zunächst eine DXF-Datei erstellen, die wir dann ins Estelcam laden können. Eine DXF-Datei kann ich immer nur aus einer Zeichnung erstellen. Zumindest habe ich jetzt keine andere Möglichkeit bis jetzt entdeckt, wie es anders da geht. Wenn da jemand was Besseres weiß, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Wir gehen auf das erste Array und drücken die Shift-Taste, halten diese gedrückt und wählen quasi das letzte Teil an. In dem Fall sind es halt bloß 2. Wenn ihr mehr drin habt, dann müsst ihr halt mehr anwählen. Und dann klickt ihr hier auf dieses Symbol Ansicht einfügen. So, und jetzt hat er hier die Ansicht eingefügt. Und jetzt sehen wir schon, ja, da irgendwie stimmt da gerade was nicht. Ne? Genau das ist jetzt wieder der Fehler, den ich immer mache, weil wenn wir die Zeichnung erstellen, dann müssen wir zunächst unser Bauteil in den 3D-Editor erst so ausrichten, wie wir es später in der Zeichnung haben wollen. Das heißt, in dem Fall klicken wir hier einfach auf die Top-Ansicht, damit das Teil hier so aussieht. Ja? Weil wir wollen ja, wir brauchen ja hier diese Kontur. Das müsst ihr erst da machen. Ihr seht, ich mache es auch jedes Mal immer wieder falsch. Wenn wir jetzt hier wieder alles auswählen und dann hier draufklicken, dann seht ihr, sieht das Ganze schon wesentlich besser aus. Ne? So, das können wir hier wieder löschen. Jetzt haben wir hier diese View 0 und jetzt sagen wir hier DXF-Datei erstellen. Und dann machen wir hier Gehweg 1 DXF speichern. Jetzt hat er die DXF-Datei gespeichert. Und jetzt können wir in unser Estelcam gehen. Ich mache das mal wieder auf. Er macht das natürlich wieder auf dem falschen Ding auf. Jetzt gehen wir hier rüber. Und jetzt können wir unser Teil hier auswählen. Das machen wir jetzt mal auf. Und dann seht ihr, haben wir hier schön unser Linienmuster drin. Das wir brauchen für Estelcam, damit wir jetzt die Fräsbahnen erstellen können. Jetzt kann ich natürlich, hier seht ihr auch schon, habe ich meinen Stichel, habe ich hier auch schon hinterlegt. Ja. Ich habe hier so Parameter drin wie 150 mm Vorschub mit 50 mm die Minute eintauchen. Und die Umdrehungen, da gebe ich eigentlich Vollgas. Da sage ich, alles was geht, 20.000 Umdrehungen. So, jetzt kann ich natürlich hergehen und könnte hier über Gravur, ja, wir machen ja eine Gravur, könnte ich jetzt hergehen, könnte hier über Gravur und könnte hier jetzt quasi jede einzelne Linie hier nachzeichnen, damit er mir die graviert. Ja, das geht natürlich, aber ist höchst ineffizient und dauert total lange. Ja, also ich bin da echt total lange beschäftigt mit. Ja, das macht ja alles relativ wenig Sinn. Deshalb gibt es da eine viel, viel einfache Version. Ich gehe hier auf automatische Funktionen und sage Objekte automatisch erzeugen. Dann öffnet sich dieses Feld und hier fragt er mich jetzt, ja, was soll ich denn eigentlich alles erzeugen?
Wir wollen natürlich nichts bohren und wir wollen keine Teile und Ausschnitte erzeugen, sondern wir wollen nur Gravuren erzeugen. Das machen wir bei geschlossenen Konturen und bei offenen Konturen. Und dann klicken wir hier auf OK und dann rödelt er kurz oder auch nicht, je nachdem wie groß halt euer Muster ist. Hier ist es natürlich jetzt nicht viel, ne? Aber dann arbeitet er kurz oder auch länger und er hat quasi für alles eine Gravur erstellt. Und jetzt können wir das Ganze hier einfach markieren und sagen, ja, meine Frästiefe ist halt 0,2 mm tief. So, das war's schon. Was ich dann immer noch mache ist, ich sage ihm in der Bearbeitungsreihenfolge, das soll er auf jeden Fall als erstes machen mit der 1, weil es kann ja sein, dass ich noch andere Sachen hier drin habe und dann würde er, im schlechtesten Fall würde ich dann 20 Mal irgendwie das Werkzeug wechseln müssen. Das will ich verhindern und das verhindere ich, indem ich sage, egal was ist, das hier, alles was zu dem Stichel gehört, machst du mir als erstes. Jetzt haben wir natürlich schon wunderbar hier unsere Steinstruktur drin. Jetzt müssen wir natürlich das Teil auch noch ausschneiden, ja, weil mir bringt das herzlich wenig, wenn ich jetzt das Programm starte, dann habe ich eine riesen Kunststoffplatte und habe halt hier meine paar Linien drauf. Bringt mir ja nichts. So, hier gehe ich dann noch zum Schluss auf Teil und ich verwende da eigentlich immer so einen 0,5er Fräser. Und jetzt muss ich halt hier, da gibt es leider keine Automatik, jetzt muss ich hier mein Steinmuster hier alles schön sorgfältig Stück für Stück hier mal durchklicken. Ja, da gibt es jetzt leider wirklich keine Automatik. Ja, wenn ihr euch sowas mal passiert ist, dass ihr hier falsch geklickt habt, dann könnt ihr diese Schritte, diese Klickschritte mit der Backspace-Taste, also mit dieser Rückholtaste, einfach 1 zurücksetzen, immer wieder. Ne? Einfach praktisch. So, zack, 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 zack und da vorne noch hin. Und dann haben wir hier unser Muster. Jetzt sind ja hier noch diese Rundungen drin und ich will ja, dass er bis hier in die Ecke fährt. Dann gehe ich zum Schluss nochmal her, markiere hier meine Teil, genau das, okay. Markiere das Teil und gehe nochmal auf automatische Funktionen und sage Freifräsungen erzeugen. Und dann erzeugt er mir hier überall solche kleinen Freifräsungen. Da fährt er zwar ein bisschen ins Material rein, aber das sieht man später eh nicht mehr. Jetzt muss ich natürlich auch noch sagen, ja, wie tief sollst du das fräsen? Ich verwende für so Pflaster immer so 1 mm starke Kunststoffplatten, deshalb sage ich 1,2 mm tief. Voilà. Und das war's eigentlich schon. Jetzt habe ich ein fertiges Fräsmuster. Wir können mal in die Vorschau gehen. Dann sagt er mir hier, ja, das dauert ungefähr 35 Minuten. Jetzt gehen wir einfach nur noch her und sagen CNC-Programm speichern. Wählen den Namen aus, in dem Fall lassen wir den hier so. Jetzt zeigt euch hier nochmal kurz das an, was wir eben schon in der Vorschau gesehen haben. Dann gehen wir noch auf OK. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal kurz ein paar Einstellungen, beziehungsweise noch, wie ich das Ganze dann auf der CNC-Fräse, wie ich da herangehe. Und während die CNC-Fräse dann läuft, zeige ich euch hier am Rechner noch ein paar komplexere Pflastervarianten, Pflasterstein-Anordnungen, was da auch noch so geht und wie man das Ganze auch noch ein bisschen effektiv dann gestalten kann. Wir arbeiten jetzt mit so geringen Frästiefen, da ist es halt wichtig, dass eure Opferplatte wirklich total plan ist. Am besten ihr tut die vorher einmal komplett plan fräsen. Dann fixiere ich jetzt hier drauf meine Kunststoffplatte. Das mache ich wieder mit so einem Klebestift. Ja, da schmiere ich einfach ein bisschen einen Teil von der Kunststoffplatte. Ich muss jetzt nicht alles machen, ja, weil je nachdem wie groß halt mein Teil ist, das ich haben möchte, schmiere ich die jetzt hier unten ein bisschen mit dem Klebestift ein und fixiere die Platte hier drauf. Die Variante erspart mir einfach den Vakuumtisch und ich finde das so wirklich auch noch die beste Lösung. So, jetzt klebe ich das hier drauf. Da unten lege ich immer als mal so einen kleinen Aluklotz als Abstandshalter hin. So, dann tun wir das hier draufkleben, ein bisschen andrücken und jetzt kann das Ganze ein bisschen anziehen. Ja? Also der Kleber kann jetzt ein bisschen abtrocknen, damit das Ganze schön fest da drauf ist. In der Zwischenzeit werde ich die komplette Fräse einrichten.
Als erstes muss ich natürlich mal meinen Fräser wechseln. Das zeige ich euch jetzt nicht extra, weil ich denke mal, das weiß jeder, wie man sowas macht. Nach dem Wechseln muss ich das Werkzeug erst einmessen. Beziehungsweise, wir drehen mal hierher, bevor ich das Werkzeug jetzt einmesse, öffne ich zunächst erstmal die Fräsdatei, weil ich muss ja wissen, was für eine Werkzeugnummer mein Frässtichel ist. Darum gehen wir jetzt einfach mal hierher und gucken mal, das Ganze habe ich hier abgelegt. Gehweg 1 öffnen. Jetzt zeigt er euch diese Datei hier an. Dann sehe ich, okay, mein Frässtichel ist hier relativ einfach. Das ist ja alles das, was er hier so anzeigt. Mein Frässtichel hat die Werkzeugnummer 5. Und deshalb gehe ich jetzt hier bei Werkzeug wählen rein und sage Werkzeug 5 vermessen. Wunderbar. Jetzt brauche ich natürlich die Position, wo meine Fräse hier hinfahren soll. Die messe ich ganz einfach mit einem Meter aus. Das wäre jetzt in meinem Fall die 22 mal 20. Dann gehe ich hier rein und gehe hier drauf und sage neue Position X. Da haben wir die 20 mal die 25 waren es, glaube ich. Ne? Und da machen wir 200 rein. Und jetzt fährt meine Fräse an diese neue Position. Und jetzt gehe ich her und sage Speichern, Nullpunkt XY. Damit ist dieser Punkt hier gespeichert. Dann fahre ich ein Stück hier rein und jetzt messe ich den Nullpunkt dieser Platte aus. Dazu nehme ich wieder den Werkzeuglängensensor. Und jetzt fahre ich schon mal ein bisschen händisch hier runter, ungefähr so weit. Und jetzt sage ich anfahren, Taster 0.Z. So. Anschließend fahre ich wieder auf den Nullpunkt-XY. Und jetzt muss ich mit dem Fräser noch auf den Nullpunkt runterfahren. Wichtig dabei sollte der Fräser laufen, weil wenn er ein bisschen in das Material jetzt eintaucht, ja, dann ist es immer gut, wenn der Fräser läuft, damit die Fräskanten oder die Fräsflanken nicht beschädigt werden. Anfahren 0.Z. Und jetzt muss ich natürlich noch gucken, ob der Nullpunkt wirklich zu 100% stimmt. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich probiere jetzt dann aus, ob der Fräser das Material so ganz leicht ankratzt. Normalerweise könnte man davon ausgehen, wenn ich das mit dem Sensor mache, dass das zu 100% stimmt. Aber wie gesagt, wir reden hier immer noch von Hobbymaschinen. Und bei Hobbymaschinen ist eine Toleranz von 1/2 Zehntel ist da auf jeden Fall drin. Ja? Und normalerweise macht es ja auch nichts aus, aber wenn ich halt so feine Sachen mache, da muss ich es halt händisch einfach nochmal nachkontrollieren. Das ist der einzige Hintergrund deswegen. Damit ich das Ganze besser sehe, nehme ich jetzt sogar noch so eine kleine Taschenlampe dazu. Und leuchte hier die Stelle extrem hell an. Ist wahrscheinlich jetzt zu hell für euch auf der Kamera. Ihr werdet wahrscheinlich nichts mehr sehen. Wichtig dabei, Fräser muss laufen. Und jetzt bewege ich den einfach mal ein bisschen hin und her. Und dann sehe ich, ja, da ist es jetzt perfekt gelungen. Der kratzt die Fläche gerade so ein bisschen an. Und dann gehe ich auf Speichern 0.Z. Ich fahre das Ganze nochmal ein Stück hoch. Jetzt kann ich hier wieder ausschalten. Mache jetzt meinen Besen da noch drauf, sage ich mal, meine Abdeckung. Die kann ich auch wieder ausschalten. Und jetzt sind wir so weit, damit das Teil fräsen kann. Jetzt gehen wir gerade noch auf Programm Start. Beziehungsweise, nee, ich muss erst noch den Staubsauger einschalten. So. Staubsauger einschalten und dann hier auf Programm Start. So. Und jetzt dauert es halt eine gewisse Zeit, sage ich mal so 20, 30 Minuten und dann ist die Fräse fertig.
Wie gesagt, war ja das hier jetzt ein wirklich ganz einfaches Pflastermuster. So ein Pflastermuster, das kriegt man auch teilweise noch im Zubehörhandel zu kaufen. Da brauche ich nicht unbedingt jetzt meine Maschine zu bemühen, wobei ich immer noch sage, ich finde, es ist immer noch günstiger unterm Strich, wenn ich mir es dann selbst erstelle, wie dass ich da was im Zubehörhandel kaufe. Zumal ich mir hier die Pflastersteingröße nach meinen Vorlieben skalieren kann. Ja, wenn ich eine Platte im Fachhandel kaufe, dann muss ich das nehmen, was der Hersteller mir zur Verfügung stellt. Hier bin ich komplett frei und kann alles machen, was ich möchte. Aber natürlich gehen da auch wesentlich komplexere Pflastermuster. Zum Beispiel bei meinem Bahnsteig, den ich jetzt hier gemacht habe, da hatte ich ein richtig aufwendiges oder relativ komplexes Pflastermuster, das ich euch jetzt einfach mal zeigen werde. Dazu gehen wir mal wieder in die A2 Plus Workbench und sagen einfach neu. Und ja, ich muss es erst wieder speichern. Da gehen wir wieder her und sagen jetzt kommt es nämlich Bahnsteig Muster 1. Warum werdet ihr gleich sehen. So, und jetzt holen wir mal wieder unser Quaderpflaster hier rein. Öffnen und tun das ganze Teil mal ein paar Mal duplizieren. So, können wir schon ein paar Dinger hier machen. Machen wir mal so viel. Das müsste erstmal reichen. Jetzt mache ich als erstes mal, okay, so, jetzt markiere ich erstmal das und das mit der Steuerungstaste, mit der gedrückten Steuerungstaste und der linken Maustaste und sage, drück da drauf, damit sie erstmal auf der gleichen Fläche sind. Dann wähle ich mir hier diese Kante hier aus und wähle mir hier diese Kante hier aus und drücke wieder hier drauf und sage dann, ihr seht, jetzt hat er das Ganze so gemacht, ich möchte das aber, dass er den Stein nach oben hat, deshalb sage ich hier Richtungsumkehr und sage Accept. So, jetzt sind sie hier so, dann drehe ich das Ganze wieder ein Stück, wähle mir diese Fläche hier aus und wähle mir nicht die Kante hier aus, sondern diese Fläche. Und sage das hier wieder. Okay. Als nächstes, damit sind wir hier jetzt mal fertig. So, dann das hier und das hier. Ich mache es jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, damit das euch nicht so langweilig für euch wird. So, das ist jetzt so die Basis. Ja, das ist das Basisbahnsteigmuster, das sich dann immer wieder wiederholt. Das habe ich jetzt hier einfach mal erstellt. Und jetzt klicken wir mal hier auf Speichern. Und jetzt machen wir eine neue A2 Plus Workbench. Ja, ich weiß, erst wieder speichern. Und jetzt schreiben wir hier mal Bahnsteig 1 zum Beispiel. Und dann wählen wir hier wieder aus. Und jetzt nehmen wir aber nicht den einzelnen Stein, sondern wir gehen her und sagen, ich will mein Bahnsteigmuster haben. Also ihr seht, ihr könnt auch mehrere, sowas nennt man dann immer eine Baugruppe. Ja, ich kann auch wieder in eine Baugruppe einfügen. Ja. Das hier ist ja mein Teil, das ist ja ein Part, ein Teil. Und das hier ist eine Baugruppe. Ja, also ich kann in eine Baugruppe nicht nur Bauteile einfügen, sondern ich kann hier auch wieder eine Baugruppe einfügen. So, und die habe ich jetzt hier drin. Und jetzt möchte ich das natürlich wieder vervielfältigen. Dazu gehe ich hier drauf und wechsle hier wieder in meine Draft-Ansicht. Jetzt habe ich hier dieses Teil markiert und sage, ja, ich will das wieder duplizieren. Ich will jetzt hier zum Beispiel in der X-Richtung 10 haben und in der Y-Richtung lassen wir mal die 2. Jetzt kann ich natürlich hier nicht die 2,3 mm anwählen, weil dann wären wir ja ein bisschen eng.
Ja, wir sind jetzt hier, glaube ich, bei 4,6 mm, wenn mich nicht alles täuscht. Und auch hier bei 4,6 mm. Wir probieren es einfach mal so aus. Und dann sagen wir, okay, voilà. Schaut mal, wie schnell wir hier ein Stück Bahnsteig haben. Ja, kann natürlich auch ein anderes Pflastermuster sein. Jetzt haben wir natürlich das Problem, hier unten sind noch Lücken. Ne? Die sehen jetzt richtig blöd aus. Ja, da fehlen uns jetzt immer noch Steinchen. Deshalb erstellen wir jetzt, gehe ich hier in Neu wieder und sage Part Design, neue Skizze, hier drauf und mache mir einfach so ein Quadratpflaster. Ziehe die Skizze auf, mache sie hier 1,15, wechsle hierher 1,15 und jetzt habe ich hier meinen kleinen Stein. Schließen, aufpolstern, 0,5 mm. Können wir uns angucken. Passt alles. Speichern. Dann machen wir hier Quadratpflaster zum Beispiel. Und jetzt gehen wir wieder in meinen Bahnsteig 1 und sagen hier wieder in unsere A2 Plus Workbench, sagen hier Teil einfügen, Quadratpflaster. So, jetzt haben wir das hier drin. Jetzt klicken wir wieder das und das an, sagen, wir gehen hier drauf, klicken, ne, ich mache erst die hier, die und die, sagen hier drauf, gehen hier und hier drauf und fügen das Ganze zusammen. Jetzt haben wir den hier drin. Jetzt könnte ich natürlich das hier bei allen einzelnen machen, macht aber herzlich wenig Sinn. Deshalb wechsle ich wieder in die Draft Workbench, in den Draft Arbeitsbereich, markiere hier mein Quadratpflaster und sage wieder anordnen, diesmal Y1. X kann ich jetzt auszählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, 10, da kommt auch noch einer hin, also machen wir 10. Hätte ich mir vielleicht auch merken können, 4,6, da brauche ich überall nichts zu machen. Und okay, es muss mindestens ein Element ausgewählt werden. Habe ich doch. Ach, okay. Okay. Ich muss es hier in 3D-Ansicht anklicken. Okay. Aber ihr seht, ihr habt gesehen, zack, hat er alles erstellt. So, und jetzt habe ich ein Stück Bahnsteig oder ein Stück Pflaster, was halt hier oben noch nicht ganz fertig ist. Das müsste ich jetzt hier auch dann noch vielleicht ein bisschen ergänzen. Beziehungsweise, ja, vielleicht will ich da ja noch irgendwas anderes dran setzen. Also hier ist eurer Kreativität wirklich ein kompletter Freiraum gelassen. Ne? Was auch geht, zum Beispiel Gullydeckel könnt ihr natürlich auch erstellen. Ihr könnt wirklich alles, was euch so vom Pflaster einfällt, könnt ihr hier wirklich komplett erstellen. Ja, und das ist einfach wirklich das Schöne. Ihr seid hier komplett frei und losgelöst. Ich zeige euch gleich mal noch ein paar Bilder, was ich alles so für Pflasterteile erstellt habe für meinen Bahnhofsbereich jetzt. Und da seht ihr dann wirklich, was da für geile Sachen möglich sind. Aber hier möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal für das heutige Tutorial abbrechen. Wir gucken uns jetzt noch an, was die CNC-Fräse hier geschafft hat. Und danach sind wir eigentlich schon fertig mit dem Tutorial. Also das Ganze hat jetzt doch ungefähr so 39 Minuten gedauert. Ja, ich bin auch ein bisschen spät jetzt hier hochgekommen. Es war wahrscheinlich schon ein bisschen früher fertig. Aber ich zoome mal ran und guck mal, ob ihr das da erkennen könnt. Hier könnt ihr jetzt schon so das Muster erkennen. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Ausschneiden. Das ist jetzt wirklich nichts Neues. Ich muss jetzt halt einen anderen Fräser in die Maschine reinmachen, muss den wieder einmessen und dann fräst er mir das Ganze aus.
brauche ich euch, denke ich, jetzt mal nicht extra zu zeigen. Voila, und hier ist jetzt unser Stück Bahnsteig, unser Stück Gehweg, ne? Ich gehe mal noch ganz nah dran, dann könnt ihr hier schön das Muster erkennen. Und das kann ich jetzt wieder lackieren und so weiter, ne? So einfach ist das Ganze. Und hier jetzt nochmal wie versprochen die Bilder, was ich alles so für Pflastermuster erstellt habe. Ihr seht, mit ein bisschen Übung kann man da richtig geile Sachen machen. Und das sieht doch wirklich schöner aus wie manches gekaufte. Sogar solche Rasengittersteine sind hier möglich. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Zugegeben, es war heute mal wieder ein bisschen ein längeres Tutorial, aber das Thema war halt auch sehr umfangreich. Vielleicht noch zum Schluss zwei kleine Sätze zu dem ganzen Thema. Ich verstehe natürlich jeden, der sagt, naja, ich schaffe mir jetzt nicht wegen Pflastersteine und so weiter, schaffe ich mir eine CNC-Fräse an. Verstehe ich jeden, oder es sagt jemand, ich kann mir sowas einfach nicht leisten. Verstehe ich. Ja? Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, klar sind die Investitionskosten für so eine CNC-Fräse sind nicht gerade niedrig. Ja, wir sind da locker mal, je nachdem, was man für ein Modell nimmt und von was für einem Hersteller man das nimmt, sind wir da locker mal in dem vierstelligen Bereich. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, hat man, wenn man so eine Fräse besitzt, wirklich sehr, sehr hohe Einsparungen, weil man einfach sehr viel selbst machen kann und weniger kaufen muss. Und das Selbstmachen ist dann natürlich wesentlich günstiger. Allein wenn ich jetzt überlege, für meinen gesamten Bahnsteig, da habe ich 2 Polystyrolplatten gebraucht, die haben mich nicht mal 3 Euro gekostet. Ja, klar, Strom und so weiter kommt natürlich auch noch dazu. Aber alles in allem war das so günstig, da hätte ich nie im Leben, also wenn ich jetzt so einen Bahnsteig hätte mir fertig gekauft, da wäre ich wesentlich teurer gewesen. Da wäre ich locker mal bestimmt an die 100 Euro hätte ich da locker ausgeben müssen. Von daher, ihr seht, also die Anschaffung, die rechnet sich dann schon mit der Zeit. Weiterhin kenne ich auch viele, die so Pflastersteine und so weiter mit dem 3D-Drucker herstellen. Geht natürlich auch. Aber ich sage halt, man sollte immer mal wieder gucken, wo hat welche Maschine ihre Vorteile. Und da ist es einfach so, ein 3D-Drucker hat wirklich seine Vorteile in komplexen Formen. Ja, wenn ich ein Bauteil habe mit komplexen Formen, das kann ich sehr gut auf dem 3D-Drucker herstellen, da habe ich aber mit der CNC-Fräse meine Probleme. Anders da sieht es halt hier so mit Pflasterplatten aus. Die finde ich, kann man besser auf einer CNC-Fräse herstellen, weil ich da eine ebene Fläche habe, keine komplexen Formen, vielleicht kleine Konturen, die kriegt dann die Fräse wiederum besser hin wie ein 3D-Drucker. Weil bei einem 3D-Drucker brauche ich mindestens eine Fugenbreite von 0,3 mm, sonst macht er nichts. Deshalb gehe ich halt den Weg hier über die CNC-Fräse. Aber das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Wie immer wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.